Hallo, herzlich willkommen im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut in das neue Jahr rübergekommen. Und dazu ja, gibt es jetzt anders, einen kleinen Rückblick zu machen. Ratet mal, was denn mein Highlight war im Jahr 2024. Ganz genau Lumen Technologies. Und schaut euch doch mal an, was ich euch zu berichten habe. Bleibt dran bis zum Schluss. Es geht in die Details, was genau passiert ist. Die letzten 2 Jahre kurz zusammengefasst und ganz intensiv natürlich die letzten Monate. So, wie ihr hier schon seht, es gibt heute kein großes Intro, einfach um das Video kurz und knapp zu halten. Ich bin hier auf die Nasdaq-Seite gekommen und habe hier ja den Wert Lumen Technologies aufgerufen. Und wenn ihr mal hier auf die Spanne schaut, also ja, ist ja unglaublich krass von ungefähr 97, ja, $1 könnte man sagen, bis 10,33 ging das Ganze hoch. Und wenn man sich jetzt die Seite anschaut, sieht man eigentlich auch die Volumina und so die ersten, das war der erste Squeeze-Out. Schaut mal hinten auf die Volumen, 264 Millionen Einheiten wurden damals gehandelt und das war schon 7.8.2024, also ungefähr Mitte des Jahres. Und es gab diesen ersten Peak von 7,22 $ und dann ging es aber auch so weiter. Und tatsächlich haben wir uns dann auch nochmal weiter nach oben entwickelt. Es kamen verschiedene Unternehmensnachrichten dazu und es hat komplett die KI, ja, der Hype zugeschlagen, muss man sagen, auch bei Lumen Technologies. Und hier in der Spitze sind wir dann auf 25 Millionen Transaktionen gekommen und da war dann der Kurs in der Spitze bei 10,33 $. Also ganz interessanter Chart von Lumen Technologies und es hat sich also bewahrheitet, dass sie es schaffen, dass Kate Johnson, die CEO von Lumen Technologies, mit ihren Kontakten, Netzwerken und auch Aktivitäten tatsächlich ja geschafft hat, den Kurs nach oben zu bringen. Wer hätte das vor einem Jahr oder 2 Jahren gedacht, als die Dividende dann gestrichen wurde? Ich bin hier auf Seeking Alpha gegangen und Seeking Alpha sieht man auch nochmal den kompletten Chart und ja, wir kommen von tief unten. Also wenn man hier in den Advanced Chart geht, dann siehst du auch, damals war hier das Rating von Quant war natürlich Strong Sell, also war alles rot und total. Ich gehe mal hier auf alles und dann sieht man, also in den 80ern waren wir schon bei 1 $ und genau dahin sind wir auch wieder gekommen. Also eigentlich im Grunde ein Totalverlust. Meine Position war ungefähr 4.000, 5.000 Euro, also 5.000 Euro in der Spitze. Und ich bin weiter oben dann eingestiegen bei den Kursen um 8, 9, 10 $, aber das zeige ich euch gleich im Detail. Gehen wir kurz auf die Analysen. Hier der Chris Lau hat ja auch schon berichtet, dass hier es in extrem kurzer Zeit, und das war dann im August, von 1 $ hochgegangen ist, also eine Versiebenfachung auf 6,70 $ in der Spitze und benennt dann auch verschiedene Gründe. Er ist hier positiv eingestellt. Ich bin, ja, aber das sehen wir dann gleich. Und auch der andere Kollege Brad Ashcroft Green, ich fasse es dann gleich am Ende nochmal kurz zusammen, sagt hier, dass sie signifikant Schulden abbauen, aber er ist sehr vorsichtig und genauso sehe ich das eigentlich auch. Ja, und am Ende seht ihr dann gleich, was ich dann natürlich aktuell gemacht habe. Ja, es gibt noch einen weiteren Analysten, den Jeremy Lacoste, den ich sehr gut hier finde. Der hat auch Lumen Technologies gecovert und hat hier berichtet, dass verschiedene Punkte doch ja sich jetzt auch positiv verändern bei Lumen Technologies. Ich überlasse es euch, ja, schreibt mal gerne in die Kommentare, wie seid ihr mit euren Positionen bei Lumen Technologies umgegangen? Habt ihr sie noch? Wartet ihr noch? Wie geht es weiter aus eurer Sicht? Und wir kommen aber gleich zu den verschiedenen Übersichten. Also der Jeremy Lacoste hält hier immer noch und sagt, da wird nochmal was an Wachstum dazukommen und in seiner Position. Aber jetzt zeige ich euch im Detail, was ist eigentlich passiert. Es gab dann im Laufe des Jahres 2024 Unternehmensnachrichten, nämlich dass also
die digitalen ja, Kapazitäten von dem Unternehmen Corning Inc. verwendet werden können und das wird dann einen bestimmten Milliardenbetrag an Cashflow für die Lumen Technologies bereitstellen. Und in Kombination gab es jetzt diese KI-Fantasie, nämlich dass die Kooperation mit Microsoft stattfinden wird und man versucht hier effizienter zu werden mit KI und das entsprechend hier das ganze Unternehmen einen Boost genauer erstellt, beziehungsweise ja, einen Boost bekommt und Lumen Technologies nochmal einen höheren Cashflow haben wird. So, was ist denn jetzt genau passiert? Ich habe mal meine Einstiegspreise von Lumen Technologies hier in der Übersicht aufgelistet und ihr seht, hier ist immer das Datum, seit 21 dann investiert gewesen. Ich habe das Ganze auf Sparplangröße mit ca. 125 € dann in der Spitze durchgeführt. Ihr seht ja die ganzen Details hier und in der Summe hatte ich dann 576 Einheiten irgendwann und mein Kaufpreis, den zeige ich euch gleich. Und on top seht ihr, auf der rechten Seite gab es hier auch eine Dividende bis zum Jahr 22. Am 9.6. wurde die letzte Dividende gezahlt und wie ihr alle wisst, als Lumen Technologies Experten ist dann natürlich die Dividende gestrichen worden und es ging tief, tief, tief runter. Jetzt gehe ich mal einen Schritt weiter und wir schauen, hier unten habe ich dann einfach aufgelistet. In der Summe seht ihr jetzt also, was ich hier an Positionen habe. Das blende ich euch gleich mal ein. Und das Ganze sieht dann so aus. Es gab hier also insgesamt hatte ich 350 Aktien. Und wenn man das dann berechnet, bin ich auf einen Durchschnittskurs ohne Nachkauf, und jetzt kommt es, auf 9,75 € gekommen, 75 Cent. Die ganze Position, die ich dann später hatte, ich habe am 18.12., also fast vor genau einem Jahr, 2023, dann nachgekauft bei einem $65 und ich blende das euch gleich nochmal ein. Hier war mein Nachkauf 350 Stück zu einem $60, Entschuldigung, 1,65 $ und das hat insgesamt 500,61 € gekostet, 75 Cent und entsprechend wurde die Position dann am 18.12. von mir gekauft. Das ist der Beleg. Insgesamt hatte ich dann also 942 Einheiten Aktien. Ich habe jetzt hier in meinem Sparplan ja Folgendes nicht mehr gefunden. Es gibt hier noch einen kleinen Fehler. Also das ist so die Toleranz. Irgendwo ist nochmal eine Position aus der Liste. Im Trade Republic war das nicht so einfach, das herauszufiltern, aber ich habe mir die Arbeit gemacht. Ich habe es jetzt zweimal durchgeguckt und bin also nicht mehr drauf gekommen. Irgendwo fehlen aber 15 Stück. Ich weiß, dass ich 942 Anteile hatte und das Ganze habe ich jetzt wie folgt berechnet. Es war ohne Nachkauf, kommt man auf einen Kurs und einen Wert von 9,75 €. Das ist der Durchschnittspreis. Wenn mit Nachkauf kommt man auf einen Kurs 6,68 und jeweils die Gesamtwerte sind hier erfasst. Und ja, ich habe dann irgendwann, ratet dreimal, natürlich im November einen Verkauf gemacht. Das seht ihr hier schon, der Verkauf. Ich zeige euch das gleich auch nochmal. Und das war am 6.11.2024 habe ich den Verkauf durchgeführt. Und jetzt gibt es also zwei Wege, den Gewinn oder das, was realisiert wurde, zu berechnen. Nachkauf 350 Stück zu 8. Achso, zum Verkaufskurs. Entschuldigung, das ist der Verkauf. Verkauf 350 Stück. 2.852,85 kommt man also auf diesen Gewinn, den ich hier abgezogen habe von der Gesamtposition 350 Stück und der ohne Nachkauf wäre es 4.700,86 € gewesen. Also jeweils
gab es hier einen Gewinn bei den 350 Stück. Ich habe das dann so aufgeteilt, das war die Nachkaufsposition und die Bestandsposition, die 576 Stück, ergeben diesen Wert zu dem jeweiligen Verkaufspreis. Der war nämlich dann bei mir 8,15 Euro, also fast an der Spitze. Bis 9,50 Euro hätten wir noch verkaufen können. Dann wären nochmal 1100 Euro dazugekommen. Und jetzt habe ich hier diesen Gewinn aus der Nachkaufsposition mit dem Verlust aus der Bestandsposition mit einem Durchschnittswert berechnet, beziehungsweise dann voneinander abgezogen, besser gesagt, und komme auf 1366,25 an Plus. Ich zeige euch aber nochmal den zweiten Weg. Ich habe jetzt einfach hier die Berechnung von Trade Republic bei der Abrechnung genommen und gesagt, ich habe diese Position gesamt verkauft, 942 zu einem Kurs von 8,15 Euro. Das war diese Eurosumme. Abzüglich einem Euro Gebühr kommen wir mit Kapitalertragssteuer auf 330,28, der Solidaritätszuschlag abgezogen 18,16 und dann ist das Ganze in ein Nettobetrag von 7.346,96. Und Chaka, wenn man das dann alles abzieht, kommst du auf einen Gewinn von 1.159,50 quasi netto. Ja, das hat mich natürlich gefreut. Ich bin ja seit 2 Jahren in der Position 3 Jahre jetzt gewesen und dachte, zeitweise war es ein Totalverlust, absolut Katastrophe, Geld wäre weg gewesen. Ähm, Kommentatoren auf der Plattform haben auch schon geschrieben, ja, der Wert geht gegen Null und wird irgendwann von der Börse genommen. Hätte auch passieren können. Ja, das war jetzt einfach mit diesen Fantasien, die es gab. Und ich zeige euch jetzt gleich nochmal, was für Unternehmensmeldungen sich da ergeben haben. Also insgesamt, ich gehe nochmal hier rein, die Schuldenlast ist weiter reduziert. Das heißt, die Prognose ist gut. Man hat von 2,1 Milliarden US-Dollar etwa auf 600 Millionen US-Dollar reduziert für die Jahre 2025, 2026. Die Quelle ist hier Brad Ashcroft Green auf Seeking Alpha. Für 2027 kommt man auf 9,5 Milliarden US-Dollar. Ist man runtergegangen auf 800 Millionen US-Dollar und das Ganze wurde stark reduziert. Das ist natürlich durch bestimmte Verkäufe und Transaktionen, die man hier Geschäftsteile weiter outgesourced und verkauft hat, konnte das stattfinden. Dann habe ich schon gesagt, dieses Unternehmen Corning Inc. hat hier Glasfaser, eine Kooperation und das bringt dann weiteren positiven Cashflow und diese Nachricht könnt ihr hier bei Microsoft News nachlesen und es gibt einen KI-basierten Kooperation mit Microsoft und diese zwei Meldungen in der Kombination, die hat ja 20 Millionen, genau, das wollte ich noch sagen, Cashflow gibt es für nächstes Jahr aus dieser ersten Kooperation und vielleicht wird es dann auch nochmal mehr, also es erhöht den Cashflow. Insgesamt sind dann die Investitionsausgaben, also die Mehrinvestitionen, die Lumen Technologies hier gemacht hat, sind dann gestiegen, stark angestiegen im August 24 auf 3 US-Dollar 20 und der Cashflow ist eben von hier diesen 20 US-Dollar Cent-Bereich auf 1,10 $ angestiegen. Die Quelle ist hier der Jeremy Lacoche im August 2024 auf Seeking Alpha. Der Cashflow, letzter Punkt, verbessert sich jetzt und das ist dann der Ausblick. Steigender Cashflow, die finalen Zahlen werden dann nochmal kommen, aber das war eben der frühere Ausblick nur von 100 auf 300 Millionen in der rechten Spalte und aktuell steigert man sich auf 1,2 Milliarden US-Dollar und das hat das Ganze natürlich da geboostet. Die Fazit ist, soll man einsteigen in Lumen Technologies? Ich sage mal so, wenn du Spielgeld hast, kannst du das gerne tun und dort dich ja, verlustieren. Aber es kann natürlich auch, ist immer noch sehr risikoreiches Investment. Ich hatte jetzt Glück mit diesem ja, Nachkauf, dass ich da günstig rausgekommen bin und nochmal mit einem Gewinn das geschafft habe. Ich bin mit dem Investment jetzt abgeschlossen und habe meinen Frieden gemacht. Ich hoffe, ihr könnt da auch nochmal was mitnehmen
Schreibt mal gern in die Kommentare rein, habt ihr noch Lumen Technologies Aktien? Wie habt ihr das gemacht? Und seid ihr zufrieden mit den Kursanstiegen? Und werdet ihr jetzt vielleicht sogar nachkaufen? Ja? Was ist eure Strategie? Ich bin gespannt und freue mich bis auf bald auf das nächste Video. Macht's gut, danke, ciao, ciao.